Um die Ausbringmengen festzulegen und die Dosierer abzudrehen, gehen Sie auf die dritte Seite der Softkeys und drücken Sie auf diesen Button. Hier können Sie die Sollwerte für alle Dosierer festlegen. Bei einer Einzelkorn-Sämaschine wie hier findet sich oben die Aussaatmenge für die Vereinzelungsaggregate. Darunter folgen die Standarddosierer, wie sie auch bei Drillmaschinen vorzufinden sind. Geben Sie zuerst die gewünschte Aussaatmenge für die Vereinzelung ein, zum Beispiel 85.000 Körner pro Hektar. Ein Abdrehen ist hierbei nicht erforderlich. Danach legen wir die Sollmenge der Standarddosierer fest, zum Beispiel für Dünger oder Saatgut. Wenn Sie einen neuen Wert bestätigen, kommen Sie automatisch in das Abdrehmenü. Alternativ können Sie, wenn der Sollwert des abzudrehenden Dosierers wie hier durch vorheriges Drücken umrahmt ist, über diesen Button in das Abdrehmenü für den entsprechenden Dosierer gelangen. Beachten Sie die angezeigten Hinweise. Die Abdrehdrehzahl sollte in der Mitte des möglichen Drehzahlbereiches des Dosiermotors sein. 60 Umdrehungen pro Minute sind für die Elektromotoren in unserem Fall passend. Zudem müssen die Dosierkammern der Zellenräder vor dem Abdrehen gefüllt sein. Mit Drücken dieses Softkeys machen die Dosiergeräte 2 Umdrehungen und sind dann gefüllt. Achten Sie darauf, zuvor die Abdrehklappen zu öffnen und den Abdrehsack einzuhängen. Der Abdrehsack muss vor dem eigentlichen Abdrehvorgang wieder entleert werden. Anschließend können Sie den Abdrehvorgang starten, indem Sie auf den Button mit der Ampel drücken. Sofern an der Sämaschine der leere Abdrehsack eingehängt ist, können Sie nun den Abdrehschalter betätigen. Daraufhin wird Saatgut oder Dünger in den Abdrehsack dosiert. Wenn der Sack ca. halb voll ist oder spätestens nach ca. 15 Sekunden, den Abdrehschalter erneut betätigen, um den Dosierer zu stoppen. Nun das Gewicht des dosierten Materials wiegen und bei der Abdrehmenge im Terminal eingeben. Beachten Sie, dass nur das tatsächliche Gewicht der Körner eingegeben werden darf und daher das Gewicht des Abdrehsacks herausgerechnet werden muss. Daraufhin wird automatisch der maximal mögliche Geschwindigkeitsbereich angezeigt, in dem mit dem aktuellen Zellenrad gefahren werden kann. Sollen höhere oder niedrigere Geschwindigkeiten gefahren werden, so muss man ein anderes Zellenrad einbauen. Anschließend ein Menü zurückgehen und dabei den eingegebenen Wert speichern. Nun möchte die Software automatisch das zweite Dosiergerät abdrehen, sofern eines vorhanden ist. Hierfür könnte der Abdrehvorgang gleich wie zuvor für den zweiten Dosierer wiederholt werden. Mit dem Pfeil zurück gelangt man immer wieder zu der Dosiererübersicht. Der Abdrehvorgang sollte wiederholt werden, bis der Wert für die abgedrehte Menge nicht mehr geändert werden muss. Je größer die abgedrehte Menge, desto genauer ist der Abdrehvorgang.